Geht gleich los, doch vorher mache ich noch kurz den Content Day. Ich bin schon gespannt auf unsere Bilder. Die habe ich schon gesehen. Und, machst du gute Figur? Ja, bei der Figur geht das nicht. Okay, Junge, ey, geil, ey! Ich will nicht nur das Herz auf den Platz lassen, sondern auch im Stift. Rechts vor links, ne? Nee, hier habt ihr Vorfahrt. Kein Führerschein. Was ist heute voll in, wofür man sich in 10 Jahren schämen wird? Boah. Ja, wahrscheinlich gibt es heutzutage Frisuren, für die man sich dann in 10 Jahren irgendwann wieder schämt. Wie gut bist du im Trash-Talk auf dem Platz? Nicht so gut, mache ich nicht. Ist nicht meins. Was ist die geilste frittierte Speise, das geilste frittierte Lebensmittel? Tatsächlich würde ich sagen, frittierte Garnelen, also Sushi-mäßig. Okay. Wie stehst du zum Thema Sprachnachrichten? Wenn sie kurz und effizient sind, gut, ansonsten ätzend. Welches YouTube-Tutorial hat dir mal richtig geholfen? Wie man sich selber einen Schlips bindet. Eine Krawatte. Hast du einen grünen Daumen oder vertrocknet bei dir sogar ein Kaktus zu Hause? Bei mir, nee, ein Kaktus nicht, aber ansonsten vertrocknet bei mir sehr viel, ja. Welche App solltest du echt mal löschen? Boah, gute Frage. Ich glaube, die letzten Apps, die ich gelöscht habe, waren Facebook und Twitter. Deine Rolle beim Grillabend? Ich stehe am Grill. Haben wir heute schon einmal gesehen, ne? Ja, ich bin ein geiler Griller, aber ja, habe ich lange nicht mehr gemacht. Hey, Philipp! Philipp! Komm mal her hier. Du fährst bei mir mit. Ich fahre dich, mein Lieber. Ich bin heute, hier, wie heißt das? Nein, einmal Richtung Puma bitte. Quiz-Taxi. Quiz-Taxi. Ich habe den Luxusservice gebucht. Mit Fußmassage. Niklas Füllkrug, was ist deine Lieblingsfarbe? Aktuell gelb. Wie war die Fahrt? Schön. Romantisch auch. Und die ging auch tatsächlich schnell um, so, ne? Was ja keiner sieht, wir haben uns hier, also so eine leichte Berührung der Ellbogen gab es die ganze Zeit. Und am Oberschenkel. Ciao. Überweist ihr das später, ne? Alles klar. Jule, 200. Pflichtspiel für den BVB ist schon eine Hausmarke, oder? Ja, es waren in den letzten Jahren tatsächlich schon viele Spiele. Nicht nur beim BVB, allgemein in der Bundesliga. Die Zeit rennt. Ich werde jetzt 28, da sind schon viele Spiele auf dem Buckel jetzt mittlerweile gewesen. Aber 200 Spiele und jedes einzelne Spiel hat Spaß gemacht, auf seine eigene Art und Weise. Kannst du dich noch an dein erstes erinnern? Wahrscheinlich, aber geh noch mal zurück. Erstes Pflichtspiel, ja, genau. ja, logisch, klar. Also im Sommer 19 gegen Augsburg, Heimspiel, eingewechselt worden, ich weiß gar nicht wie lange, 10, 15 Minuten vielleicht, und dann getroffen. War ein schönes Erlebnis. Weißt du noch, wer dir das 5-1 aufgelegt hat? Axel, ja. Schönes Ding, ne? Auf jeden Fall, ja, klar. Also immer wieder, ich glaube, das sind dann auch so wirklich Momente, die vergisst man auch nicht, weil klar, irgendwann schießt man natürlich auch das zweite, dritte, vierte Tor, aber das erste bleibt oder ist und bleibt immer das erste, und das ist dann schon nochmal, also an dem Tag hätte man es sich eigentlich nicht schöner vorstellen können. War ein sehr, sehr guter Einstieg. Nach dem Köln-Spiel war das, glaube ich, bin ich sehr, sehr schnell am Sonntagabend krank geworden. Und ja, mich hat es dann einfach auch zerhauen. Ich habe 8, 9 Tage hatte ich Fieber, ein bisschen abgenommen, Substanz verloren, Rhythmus verloren vor allem. Ich fand, ich war ja, sehr gut eigentlich in der Saison ja, vertreten. Trotz alledem hatte ich dann, das war wie ein Faserriss am Ende. Das haut dich raus aus dem Rhythmus. Es fällt dir schwer danach, Rhythmus wieder zu finden. Ich musste eigentlich jetzt so über 2, 3 Wochen mir erstmal diese Fitness dann wieder antrainieren, auch wenn man dann ja schon irgendwie im Kader war bei Spielen gegen Wolfsburg oder jetzt Eindhoven.
etc. Und das geht alles immer nicht so schnell. Und da merkt man dann schon, dass selbst die kleinste Krankheit, das kleinste Kranksein über 8, 9, 10, 11 Tage dann einen Fußballer in einer Saison echt aus dem Tritt bringen kann. Ich glaube, dass echt akribisch an vielen Dingen gearbeitet wird, dass es momentan daran hakt, Dinge auf den Platz zu bringen, heißt an einem Bundesligaspieltag dann zu zeigen. Trotz alledem muss ich sagen, wenn man über kleine Schritte spricht, wir versuchen echt viele Dinge umzusetzen und schaffen es auch, sie umzusetzen, wie ich gerade gesagt habe, eher noch momentan im Training als auf dem Spiel. Also der Transport, daran scheitert es noch ein bisschen. Und trotz alledem haben wir uns sehr, sehr viel mit den Themen beschäftigt, die wir in der Hinrunde einfach schlecht gemacht haben. So. Und ich glaube, es ist falsch, sich aber jetzt mental in einer Hinrunde zu verlieren, sondern man muss ja auch irgendwie trotzdem den Blick nach vorne richten. Und auch wenn wir es momentan in einer Situation sind, wo wir uns echt viel damit auseinandersetzen, natürlich auch von außen sich viel damit auseinandergesetzt wird, wie wir spielen, wie unsere Ergebnisse sind, finde ich oder kann ich das oft unterstützen, wenn das, was du gerade gesagt hast, dass wir kleine Schritte machen, weil wir machen sie, nur wir schaffen es noch nicht, den Menschen da draußen zu zeigen, dass wir diese Schritte momentan machen. Es ist viel Arbeit, es ist tatsächlich nicht einfach. Ich finde, dass die auch offensiv echt gute Möglichkeiten haben. Ich finde, man hat das jetzt gegen Bayern sowieso gesehen, aber auch in anderen Spielen. Ich habe mir das letzte Spiel jetzt von ihnen angeguckt in Hoffenheim. Die haben schon Möglichkeiten, Tore zu schießen. So, manchmal fehlt es dann vielleicht am nötigen Glück oder an der Kaltschnäuzigkeit. Das ist eine gute Truppe. Und trotz alledem, wenn sie jetzt wenig Tore kassiert haben, ist es schon unser Ziel, das dann auch wieder zu brechen. Apropos brechen, wer hat die eigentlich im Hinspiel gebrochen, die Bremer? Ja, da hab ich getroffen. Ja. Felix zieht den Raum auf, Emre spielt den Ball, du chippst ihn dann drüber. Ist das einer deiner schönsten BVB-Treffer, würdest du sagen? Es war ein schöner gespielter Zug. Ob es jetzt einer der schönsten war, weiß ich nicht. Aber dadurch, dass es immens wichtig war, wir den Sieg echt gebraucht hatten, so ein bisschen auch, war das Gesamtpaket halt. Du hattest, ich glaube, das war das 300. Bundesligaspiel oder sowas. Also das hat den ganzen Abend dann so ein bisschen abgerundet. Das hat auch gut gepasst und dadurch war es schon ein Moment, den man jetzt auch nicht unbedingt vergisst. Aber ja, ich würde, also unabhängig davon, ob jetzt Hinspiel, ich würde auch gerne im Rückspiel treffen. Und wenn wir dann wieder gewinnen, dann ist es ein genauso schönes Tor. Egal wie. Ob angeschossen oder abgefälscht, egal. Wie viele Leute schleust du eigentlich am Samstag in deiner Heimat ins Stadion ein? Ich habe das tatsächlich ein bisschen gedrosselt, weil ich komme da sonst nicht hinterher. Es gibt immer mal wieder Anfragen, das ist klar, aber ich bin jetzt auch kein Ticketschalter, sondern ich glaube, der Fülle, der hat da auch einen halben Bus bestellt. Dementsprechend müssen wir uns da ein bisschen aufteilen. Nach dem Heimspiel gegen Werder hast du zu mir in der Mixzone gesagt, ja, aber irgendwann war die Dose dann offen. Ne? Wie schafft ihr den Dosenöffner denn in Bremen? Also wie knackt ihr die? Ja, indem wir uns zum einen natürlich, oder die Basis ist einfach, sich an den Plan zu halten, die unser Trainerteam uns vorgibt. So, ja, ich glaube, dass wir echt vernünftige Matchpläne haben, aber dass die Umsetzung, habe ich ja gerade gesagt, der Transport so ein bisschen von Trainingsplatz auf Stadion und Bundesliga da oft noch ein bisschen hapert. Und ich glaube, wenn wir echt einfach ja so ein bisschen beim Plan bleiben, unsere individuelle Qualität dann auch mal mehr zeigen, als jetzt nur im 10, 20 Minuten, eine halbe Stunde, sondern wirklich auch Druck machen, uns Chancen erarbeiten. So mehr Chancen wir kreieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir viele Tore schießen. Und trotz alledem unsere Abwehr einen guten Job macht. Das ist alles ein Gesamtpaket, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir dann nicht nur die Dose öffnen, sondern vielleicht auch 2 oder 3 Tore machen. Bei allem Hintergrundwissen, dass Werder auch in der Lage ist, auch gegen uns ein Tor zu schießen. Aber das ist halt die Aufgabe, die wir jetzt am Samstag haben, um 18:30 Uhr. Und ich glaube, dass wir viele Jungs haben, die
diese Dose öffnen könnten.